Eine Harvard-Studentin wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden, aber die Ermittler konnten keinen einzigen Hinweis finden, der zur Ergreifung des Täters hätte führen können. Obwohl der Fall große Aufmerksamkeit erregte und es einige sehr ungewöhnliche Theorien gab, zog sich die Untersuchung über viele Jahre hin. Das ging fast 50 Jahre so, bis sich eine Gruppe von einfachen Enthusiasten für den Fall interessierte und dank ihnen endlich die Wahrheit ans Licht kam. Jane Britton wurde am 17. Mai 1945 in Boston, Massachusetts, geboren. Ihr Vater war Vizepräsident eines renommierten Colleges für Mädchen, ihre Mutter war Historikerin. Dank dessen interessierte sich Jane seit ihrer Kindheit für Geschichte und beschloss bereits in der Schule, dass sie Anthropologie studieren wollte. Das Mädchen ritt auch gerne, spielte Klavier und malte gern. Nach ihrem Schulabschluss mit Auszeichnung schrieb sie sich am College ihres Vaters ein, wo sie zu einer der besten Studentinnen wurde. Dadurch wurde sie an der Harvard University in die Anthropologie-Fakultät aufgenommen und begann an ihrer Doktorarbeit in diesem Bereich zu arbeiten. Im zweiten Studienjahr erhielt sie die Möglichkeit, unter der Leitung eines renommierten Wissenschaftlers an Ausgrabungen im Iran teilzunehmen, wo sie sich bewährte und mehrere bedeutende Entdeckungen machte. Neben ihren akademischen Erfolgen verstand sich Jane auch gut mit anderen Studenten und begann eine Beziehung mit einem Mann namens James, der mit ihr im selben Studiengang war. Am 7. Januar 1969 sollten für Jane die Abschlussprüfungen stattfinden. Die damals 23-Jährige freute sich darauf, ihr Studium zu beenden, um ihre berufliche Laufbahn zu beginnen. Aus irgendeinem Grund erschien sie jedoch an diesem Tag nicht zur Prüfung. James fand das seltsam und versuchte mehrmals, sie vor Beginn der Prüfung anzurufen, aber Jane ging nicht ans Telefon. Auch keiner der anderen Studenten oder Dozenten wusste, warum sie nicht gekommen war. Schließlich beschloss James, zu ihrer Wohnung zu gehen, die etwa 15 Gehminuten von der Universität entfernt lag. Als er in ihrem Stockwerk angekommen war, klopfte er an die Tür, aber niemand öffnete. Stattdessen kam ein anderer Student und gemeinsamer Freund namens Donald aus der Nachbarwohnung. Als er erfuhr, dass Jane eine wichtige Prüfung verpasst hatte, sagte er, dass er sie seit dem vergangenen Abend nicht gesehen und keine Geräusche aus ihrer Wohnung gehört hatte, die darauf hindeuten würden, dass sie zu Hause war. Nachdem er noch ein paar Mal geklopft hatte und keine Antwort erhielt, begann James sich ernsthaft Sorgen zu machen. Der Junge wusste, dass das Schloss an Janes Eingangstür praktisch nicht funktionierte, also versuchte er, die Klinke zu betätigen, und die Tür öffnete sich. Im Inneren der Wohnung sah er nichts Ungewöhnliches, außer dass es sehr kalt war. Als er in die Küche ging, stellte James fest, dass das Fenster trotz des tiefen Winters weit geöffnet war. Dann schaute er in Janes Schlafzimmer und sah, dass sie mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett lag und ihr Nachthemd hochgerutscht war. Deshalb verließ der Mann sofort die Wohnung und rief Donalds Frau herbei, um sie zu bitten, nachzusehen, ob mit Jane alles in Ordnung sei. James dachte, sie schliefe oder fühle sich unwohl, aber als Donalds Frau die Wohnung verließ, sah er an ihrem Gesichtsausdruck sofort, dass etwas nicht stimmte. Sie konnte kein Wort herausbringen, und so ging James erneut in Janes Schlafzimmer. Diesmal sah er, dass ihr Gesicht mit einer Decke und einem Mantel bedeckt war. Als er diese hob, erkannte er, dass Jane tot war. Er rief sofort die Polizei, und die Beamten brauchten nur einen Blick, um zu erkennen, dass es sich um einen Mord handelte. Sie übergaben die Leiche den Gerichtsmedizinern zur Untersuchung und begannen mit der Untersuchung der Wohnung. Als erstes fiel den Polizisten auf, dass Schmuck, Bargeld und andere Wertsachen an ihrem Platz waren, was einen Raub als Motiv ausschloss. Es gab auch keine Spuren eines Kampfes. Dies führte die Ermittler zu der Annahme, dass der Täter das Opfer im Schlaf überrascht haben könnte. Für diese Theorie sprach auch die Tatsache, dass keiner von Janes Nachbarn etwas Verdächtiges gehört hatte. Die Gerichtsmediziner kamen zu dem Schluss, dass die junge Frau mehrere Schläge auf den Kopf mit einem schweren Gegenstand, wahrscheinlich einem Hammer, erhalten hatte. Sie stellten außerdem fest, dass das Opfer sexuell missbraucht worden war. Nach einem Gespräch mit Janes Freund erfuhren die Polizisten, dass sie am Abend zuvor zusammen mit anderen Studenten in einem Restaurant gewesen waren und anschließend Schlittschuhlaufen gegangen waren. James hatte die junge Frau nach Hause begleitet und war nachts gegen 11:30 gegangen. Janes Nachbarn berichteten, dass die junge Frau etwa eine Stunde später zu ihnen gekommen sei, um ein Glas Kirschwein zu trinken, und seitdem nicht mehr gesehen worden sei.
Da die Gerichtsmediziner davon ausgehen, dass der Tod etwa 10 Stunden vor der Entdeckung der Leiche eingetreten ist, muss der Täter kurz nach Janes Rückkehr in ihre Wohnung zugeschlagen haben. Die Untersuchung der Wohnung brachte den Ermittlern keine nennenswerten Hinweise. Die Kriminaltechniker fanden mehrere unbekannte Fingerabdrücke, die jedoch mit keinem der Nachbarn oder Bekannten des Opfers übereinstimmten. Wie der Täter in die Wohnung gelangt war, darüber hatte die Polizei mehrere Theorien. Erstens erfuhren sie, dass das Schloss an Janes Eingangstür nicht funktionierte, sodass der Mörder auf diese Weise in die Wohnung gelangt sein konnte. Zweitens vermuteten sie, dass der Täter durch das Fenster eingedrungen sein könnte. Wie die Tür waren auch die Fenster fast unverschlossen, sodass sie sich sogar von außen relativ leicht öffnen ließen. Obwohl Jane im 4. Stock wohnte, führte eine Feuerleiter direkt zu ihren Fenstern, auf die jeder klettern konnte. Bald erhielten die Ermittler eine mögliche Bestätigung für die Version mit dem Fenster. Nachdem sie mit allen Bewohnern des Hauses gesprochen hatten, fanden sie ein Kind, das Geräusche von der Feuerleiter gehört hatte. Das Problem war, dass dieser Junge angab, die Geräusche seien gegen 21 Uhr zu hören gewesen, Jane jedoch erst um 11:30 mit ihrem Freund nach Hause gekommen war. Ein weiterer Zeuge berichtete, dass er nachts gegen 1:30 einen Mann gesehen habe, der von ihrem Haus weggerannt sei. Der Zeuge konnte keine wichtigen Merkmale erkennen, er sagte nur, dass der Mann etwa 1,80 Meter groß und von mittlerer Statur war. Diese Aussage erschien den Ermittlern etwas hilfreicher, da die Angaben des Zeugen mit dem ungefähren Zeitpunkt des Mordes übereinstimmten. Ohne weitere Details war diese Information jedoch praktisch nutzlos. Aufgrund der Aussagen beider Zeugen gingen die Polizisten davon aus, dass der Täter tatsächlich gegen 21 Uhr auf die Feuerleiter geklettert sein könnte. Aber in diesem Fall hätte er mehrere Stunden dort verbringen müssen, um auf sein Opfer zu warten. Donald teilte ihnen auch eine interessante Tatsache mit. An diesem Abend, noch bevor Jane zurückkam, war er in ihre Wohnung gegangen, um ihren Kühlschrank zu benutzen, in dem sie und seine Frau einen Teil ihrer Lebensmittel aufbewahrten. Seinen Angaben zufolge hatte er nichts Ungewöhnliches bemerkt, was bedeutete, dass der Täter entweder auf der Feuerleiter gesessen hatte oder dass die Aussage des ersten Zeugen zeitliche Ungenauigkeiten enthielt. Die Ermittler zogen jedoch auch die Möglichkeit in Betracht, dass all dies nichts mit dem Mord zu tun haben könnte. Sie erfuhren, dass die Bewohner des Hauses die Fenster auch im Winter ständig offen ließen, da die Heizung zu stark lief. Am Morgen verbreitete sich die Nachricht von Janes Ermordung in der gesamten Universität und erregte auch das Interesse der Journalisten. Nach einiger Zeit wurde über den Fall im ganzen Land berichtet und die Polizei stand unter großem Druck. Die Studenten einer der renommiertesten Universitäten des Landes hatten Angst, sich dort aufzuhalten, solange der Mörder noch auf freiem Fuß war. Außerdem kam sehr schnell die Vermutung auf, dass der Täter jemand aus dem Kreis der Harvard-Studenten sein könnte. Auf dem Körper des Opfers und in ihrem Schlafzimmer wurde nämlich ein rötlicher Pulver gefunden, der wie Ocker oder Eisenoxid aussah. Einer der Professoren der Anthropologieabteilung erzählte, dass es in einigen alten Kulturen üblich war, die Leichen der Verstorbenen mit genau diesem Pulver zu bestreuen, zum Beispiel in Iran, wo Jane kurz zuvor an Ausgrabungen teilgenommen hatte. Daraus entstand die Theorie, dass der Mörder ein anderer Student der Anthropologie sein könnte, der über dieses Wissen verfügte und möglicherweise sogar zusammen mit Jane im Iran war. Diese Version wurde auch durch die Tatsache gestützt, dass der Täter die Wertsachen des Opfers, sogar das Bargeld, nicht angerührt hatte. Alles deutete darauf hin, dass er persönliche Motive gehabt haben könnte. Die Polizei glaubte nicht wirklich an diese Theorie, konnte sie aber auch nicht ignorieren. Die Ermittler stellten eine Liste mit etwa 100 Studenten und Mitarbeitern zusammen, die über anthropologische Kenntnisse verfügten, und überprüften jeden einzelnen von ihnen, aber das führte zu nichts. Einige Zeit später tauchte eine weitere Theorie auf, dass ein Serienmörder hinter dem Mord an Jane stecken könnte. Vor 5 Jahren war in demselben Gebäude eine andere Studentin ermordet worden, die 2 Stockwerke tiefer wohnte. Damals kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass ein Serienmörder mit dem Spitznamen Boston Strangler hinter diesem Verbrechen stecken könnte. Und er gestand sogar die Tat. Dennoch zweifelten viele an seiner Schuld und glaubten, dass der Wahnsinnige einfach die Schuld für ein fremdes Verbrechen auf sich genommen hatte, was recht häufig vorkommt. Außerdem befand er sich zum Zeitpunkt des Mordes an Jane bereits in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik, sodass der Täter in jedem Fall nichts mit diesem Mord zu tun hatte.
Solange die Ermittler keine ernsthaften Hinweise hatten, verbreiteten lokale Zeitungen verschiedene Versionen des Geschehens und gaben auch der Universität einen Teil der Schuld für das Geschehene. Harvard hatte das Gebäude erst vor wenigen Jahren erworben und dort seine Studenten untergebracht. Das Problem war, dass das Haus in einem sehr schlechten Zustand war. In fast allen Wohnungen funktionierten die Schlösser nicht oder klemmten in der geschlossenen Position. Das Gleiche galt für die Fenster. Die Bewohner beklagten sich, dass sie sich von außen leicht öffnen ließen, indem man einfach am Rahmen zog. Schließlich warfen die Zeitungen der Universität vor, die Räumlichkeiten in einem so schlechten Zustand gehalten und damit die Sicherheit der Bewohner gefährdet zu haben. Unterdessen versuchten die Polizisten, wenigstens irgendwelche Hinweise zu finden. Sie verhörten den Freund und die Nachbarn des Opfers mit einem Lügendetektor, sprachen mit mehreren weiteren Verdächtigen und installierten sogar Kameras bei Janes Beerdigung, um alle Anwesenden aufzunehmen. Die Ermittler konnten alle Personen identifizieren, aber keine Verbindung zum Mord herstellen. Somit hatten sie weiterhin keine Beweise. In den folgenden Wochen konnten sie keine Fortschritte erzielen. Das ging so bis zum 6. Februar. Einen Monat nach dem Mord fand die Polizei die Leiche einer 50-jährigen Frau namens Adabin. Das Opfer wurde in ihrer Wohnung 1,5 Kilometer von Janes Haus entfernt gefunden. Sie lag mit dem Gesicht nach unten auf ihrem Bett. Ihr Nachthemd war hochgeschoben und ihr Kopf mit mehreren Decken bedeckt. Was die Todesursache betrifft, so hatte die Frau mehrere Schläge mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf erhalten und war offenbar im Schlaf angegriffen worden. Die lokalen Medien griffen sofort die offensichtliche Ähnlichkeit dieses Verbrechens mit dem Mord an Jane auf. Die Polizei lehnte diese Version jedoch aus irgendeinem Grund ab. Sie erklärten, dass sie keinen Zusammenhang zwischen diesen Verbrechen sehen und nicht davon ausgehen, dass es sich um denselben Mörder handelt. Diese Aussage wurde mit erwarteter Skepsis aufgenommen. Die meisten Studenten und Anwohner waren überzeugt, dass sich ein Serienmörder in ihrer Nachbarschaft herumtreibt, der jederzeit wieder zuschlagen könnte. Allerdings gelang es den Ermittlern nicht, irgendwelche Hinweise zu finden, die sie auch nur zu einem einzigen Verdächtigen im Fall des zweiten Opfers führten, und auch diese Ermittlungen kamen zum Stillstand. Auch im Fall Jane gab es keine neuen Entwicklungen, sodass die Ermittlungen praktisch eingestellt wurden. In den folgenden Jahren kehrten die Ermittler immer wieder zu dem Fall zurück, gerieten jedoch jedes Mal in eine Sackgasse. Irgendwann übergab die örtliche Polizeibehörde den Fall an die Staatspolizei, die eigene Ermittlungen durchführte. Allerdings fanden sie nichts Neues. Ende der 80er Jahre, als DNA-Analysen in der Kriminalistik zunehmend eingesetzt wurden, beschlossen die Ermittler, alle vorhandenen Beweise in diesem Fall erneut zu überprüfen und fanden eine Reihe von Proben, die von der Leiche des Opfers genommen worden waren. Sie schickten sie an ein Labor, wo die Experten unter den Proben eine Samenprobe des Verdächtigen fanden. Diese war jedoch zu klein, um ein vollständiges DNA-Profil zu erstellen. Später, als das FBI eine genetische Datenbank einrichtete, versuchten die Experten eine Übereinstimmung zu finden, aber ohne Erfolg. Im Jahr 2006 wiederholten sie den Versuch in der Hoffnung auf modernere DNA-Analyseverfahren, aber auch diesmal blieben sie erfolglos. Seitdem lag der Fall für mehrere Jahre auf Eis, bis sich eine Gruppe von Enthusiasten für die Ermittlungen interessierte. Unter ihnen war ein Schriftsteller, der zum Zeitpunkt von Janes Ermordung als Reporter gearbeitet hatte. Es war sein zweiter Arbeitstag und er wurde beauftragt, über dieses Verbrechen zu berichten. Nun war er in den Ruhestand getreten und hatte beschlossen, der Wahrheit in Janes Fall auf den Grund zu gehen und ein Buch darüber zu schreiben. Die zweite Person war eine Journalistin, die in Harvard studiert hatte. Sobald sie von dem Fall Jane erfuhr, der sich in der Nähe ihrer Universität ereignet hatte, war sie von der Idee begeistert, ihn aufzuklären. Mit dabei war auch die Administratorin eines Forums für ungelöste Verbrechen, die ebenfalls die Wahrheit herausfinden wollte. Sie begannen, den Fall Jane zu untersuchen und forderten die Polizei auf, ihnen alle verfügbaren Informationen zur Verfügung zu stellen. Diese lehnte jedoch fast alle ihre Anträge ab. Die wenigen Informationen, die sie dennoch herausgab, bestanden hauptsächlich aus Zeitungsausschnitten aus den damaligen Jahren, die nur oberflächliche Fakten enthielten. Zu dieser Zeit war dies in Massachusetts eine weit verbreitete Praxis, während die Polizei in anderen Bundesstaaten viel eher bereit war, solche Informationen weiterzugeben. Da sie sich mit der Ablehnung nicht abfinden wollten, wandten sich die Enthusiasten an das Berufungsgericht
und forderten die Herausgabe aller Unterlagen zu dem Fall. Sie argumentierten, dass die Offenlegung bereits zur Aufklärung vieler alter Fälle beigetragen habe, da mehr Menschen von diesen Verbrechen erfahren hätten und der Polizei neue Hinweise zugegangen seien. Das Gericht lehnte ihren Antrag jedoch ab, aber auch das brachte sie nicht zum Aufgeben. In den folgenden Jahren überschütteten sie die Staatsanwaltschaft mit Klagen, die jedoch alle letztendlich abgewiesen wurden. Ihre Bemühungen trugen jedoch Früchte. Da sie die Polizei jahrelang an diesen Fall erinnert hatten, wurde 2017 beschlossen, ihn erneut zu überprüfen. Die Experten versuchten erneut, das vorhandene biologische Material des Täters zu untersuchen, und diesmal gelang es ihnen, eine mehr oder weniger stabile DNA-Probe zu erhalten. Als diese in die Datenbank des FBI eingegeben wurde, erhielten die Ermittler einen möglichen Treffer. Der Besitzer könnte ein Mann namens Michael Samters sein. Das Problem war, dass eine teilweise Übereinstimmung vor Gericht kein Gewicht hätte und die Experten aus dem vorhandenen biologischen Material einfach keine vollständige Probe gewinnen konnten. Dennoch begannen die Ermittler, diesen Mann zu untersuchen, in der Hoffnung, neue Hinweise zu finden. Sumter war wegen 3 Fällen von Körperverletzung verurteilt worden, woraufhin seine DNA in die Datenbank aufgenommen wurde. Später, in den Jahren 2010 und 2012, konnten die Polizisten 2 alte Morde aus den 70er Jahren aufklären, dank der erhaltenen DNA-Proben, die mit der DNA des Mannes übereinstimmten. Alle seine Verbrechen beging er in Boston, unweit von Harvard. Außerdem fanden die Ermittler heraus, dass der Mann zum Zeitpunkt des Mordes an Jane mit einer Frau zusammen war, die in der Nähe der Universität wohnte. Außerdem passte Sumter auf die Beschreibung eines Zeugen, der einen Mann gesehen hatte, der in ähnlicher Größe und Statur aus dem Haus floh. Alles deutete darauf hin, dass der Mann tatsächlich etwas mit diesem Verbrechen zu tun haben könnte. Aber es gab ein Problem. Sumters war 2001 an Krebs gestorben und es war nicht möglich, eine direkte DNA-Probe von ihm zu nehmen. Trotzdem beschlossen die Ermittler, einen anderen Weg zu gehen. Als Bestätigung konnte die DNA eines nahen männlichen Verwandten verwendet werden und die Polizei fand heraus, dass Sumter einen Bruder hatte. Es dauerte einige Zeit, bis sie den Mann ausfindig machen konnten, aber er war noch am Leben. Die Experten untersuchten seine DNA-Probe und erhielten eine ziemlich gute Übereinstimmung, die jedoch nicht vollständig war. Das Problem war nach wie vor, dass die Samenprobe vom Opfer nicht vollständig war und die Ermittler nichts daran ändern konnten. Die Ergebnisse zeigten, dass durch den Vergleich der Proben alle bis auf 0,5% der männlichen Weltbevölkerung ausgeschlossen werden konnten. Obwohl das fast 350.000 Menschen sind, spielte in diesem Fall die Tatsache eine direkte Rolle, dass Sumter in unmittelbarer Nähe des Tatorts wohnte und wegen ähnlicher Verbrechen verurteilt worden war. Und im Jahr 2018, 49 Jahre nach dem Mord, beriefen die Polizisten eine Pressekonferenz ein und gaben bekannt, dass der Fall Jane endlich aufgeklärt sei. Ihrer Meinung nach hatte Sumter Jane an diesem Abend bis zu ihrem Haus verfolgt und gewartet, bis ihr Freund gegangen war, woraufhin er mit Hilfe der Feuerleiter durch das Küchenfenster in die Wohnung geklettert war und das Opfer angegriffen hatte, um sich an ihr zu vergehen. Für die Tatsache, dass die Ermittler erst 2017 einen Treffer in der DNA-Datenbank erzielen konnten, gab es ebenfalls eine recht einfache Erklärung. Obwohl Sumters DNA bereits seit mehreren Jahrzehnten in der Datenbank gespeichert war, konnten die Experten bis zu diesem Zeitpunkt kein ausreichend stabiles Profil erstellen, das auch nur eine teilweise Übereinstimmung gezeigt hätte. Dies gelang ihnen erst kürzlich mit modernerer und empfindlicherer Ausrüstung. Im Fall der beiden anderen Morde hingegen verfügten die Experten über vollständige Proben des Mannes, sodass eine Übereinstimmung leicht erzielt werden konnte. Was die Frau betrifft, die einen Monat nach Jane ermordet wurde, gelang es der Polizei nicht, den Mann mit diesem Verbrechen in Verbindung zu bringen. Das Problem war, dass es in diesem Fall nicht einmal Teil-DNA-Proben gab, sodass die Ermittler Sumter einfach nicht belasten konnten. Angesichts der auffälligen Ähnlichkeit dieser beiden Morde zweifelt jedoch kaum jemand an seiner Schuld. Abschließend sei noch an das rötliche Pulver erinnert, das auf Janes Leiche und in ihrer Wohnung gefunden wurde. Während der Pressekonferenz erklärten die Polizisten, dass sie einen Zusammenhang mit einem alten Ritual, wie zuvor vermutet, für unwahrscheinlich halten und eher davon ausgehen, dass Jane diese Farbe einfach für ihre Bilder verwendet hat, die sie ständig gemalt hat. So wurde der Fall Jane doch noch aufgeklärt
auch wenn es fast 5 Jahrzehnte gedauert hat. Es ist auch erwähnenswert, dass eine Gruppe von Enthusiasten maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Polizei den Fall trotz aller Schwierigkeiten, auf die sie dabei stieß, erneut aufrollte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.